Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Eine gut aussehende, junge, durchsetzungskräftige, politisch hochtalentierte Frau, für ihre Schönheit in ganz Europa berühmt. Erzherzogin Maria Theresia als Herrscherin, erste und einzige des Hauses Habsburg. Ihr Vater, Kaiser Karl VI., hat versagt. Er war nicht in der Lage, einen männlichen Thronfolger hervorzubringen. Sein erstgeborener Sohn wird das erste Lebensjahr nicht überstehen. Die älteste der 3 Töchter wird nun auf den Thron gehievt, über Nacht, nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters. Er hat es gerade noch geschafft, Karl VI., die internationalen Gesetze mit dem Implementieren der sogenannten pragmatischen Sanktion zu ändern, damit auch eine Nachfahrin, eine Frau, die Chance und Möglichkeit bekommt, auf den Thron gesetzt zu werden. Nun, nichtsdestotrotz hat er diese junge Frau nicht vorbereitet auf ihr wichtiges Geschäft. Maria Theresia wird sich durchsetzen, indem sie unter anderem, und das alles erzählt diese Skulptur indirekt und implizit, indem sie die Berater, die sie von ihrem Vater geerbt hat, einen nach dem anderen weglobt, ihnen große Geldsummen überantwortet, sich herzlich für ihre Dienste bedankt, weil sie faul und unnütz sind. Sie holt sich ambitionierte Vertreter des Hochadels, die dieser jungen, unerfahrenen, aber politisch denkenden Herrscherin die Chance und Möglichkeit bieten, sich durchzusetzen gegen den europäischen Hochadel, der sie in den ersten Jahren nicht nur ablehnen wird, sondern ihr das Leben schwer macht. Maria Theresia als eine bildhübsche junge Frau in einem Porträt, ein sogenanntes Dreiviertelstück, also eine Büste, die den Körper nur zum Teil darstellt. Üblicherweise wird die Herrscherin als einzige mit ihrem Gemahl in Ganzkörperdarstellung gezeigt, und zwar immer in der Usance des höfischen Porträts, ein klein wenig von unten aus der Froschperspektive, sodass wir zu der Herrscherin aufblicken müssen. Das Faszinosum dieser Interpretation eines aufstrebenden jungen Künstlers besteht darin, dass es noch kein offizielles Werk, das vom Hof beauftragt wurde, ist, sondern ein Werk des jungen Franz Xaver Messerschmitt, ein Künstler, der aus Süddeutschland kommt, 1736 in Wiesensteig geboren, wird er bei Johann Baptist Straub, einem seiner beiden Onkel, beide sind ebenfalls Bildhauer, ausgebildet werden, um dann 1755 an der Akademie der Bildenden Künste in Wien weiter ausgebildet zu werden. Und dieser junge Franz Xaver Messerschmitt bekommt von einem Vertreter des Hochadels einen Auftrag. Es ist die Büste der Herrscherin. Mit dieser bedankt sich ihr Feldmarschall Josef Wenzel von und zu Liechtenstein dafür, dass sich die Herrscherin mit einer Skulptur, die ihn darstellte, bei ihm bedankt hatte, nämlich für seine militärischen Leistungen und seine hervorragende Beratungstätigkeit. Höflichkeiten in höchsten Kreisen. Der Profiteur ist der junge, hochtalentierte Franz Xaver Messerschmitt, der unter anderem bei Matthias Donner gelernt hat an der Akademie der Bildenden Künste und einen Job bekommen hat, an dem er wachsen wird, nämlich als sogenannter Gipsverschneider im Wiener Zeughaus. Das heißt, die ziselierten Verkleidungen der Kanonen werden von ihm dargestellt und gefertigt. Wir erkennen an diesen flatternden, lebendig aus der Frisur Maria Theresias herausstrebenden, mit Nonchalance sich darstellenden Schmuckbändern und diesen üppigen Drapagen, die ihren nicht minder üppigen Körper umspielen, dass Franz Xaver Messerschmitt noch gar nicht sich dem höfischen Porträt so sehr verpflichtet fühlen muss. Es ist einem privaten Auftraggeber geschuldet, dass er noch ganz frei gestalten darf. Einige Jahre später, als er dann aufsteigt zum offiziellen Hofkünstler,
Künstler wird er sehr viel statuarischer, beruhigter und weniger lebendig die Herrscherin und ihren Gemahl Franz Stephan von Lothringen zeigen, heute ebenfalls in der österreichischen Galerie Belvedere im Entree in der Sala Terrena zu bewundern. Machen Sie sich ein Bild von diesem spätbarocken, frühklassizistischen Darstellen eines jungen, aufstrebenden Künstlers, der die Herrscherin als Menschen aus Fleisch und Blut zeigt. Vergoldetes Bronze einsetzen, um die Haut dieser jungen Schönheit, dieser beeindruckenden, intelligenten jungen Frau inszenierend darzustellen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere.